Herzlich willkommen zurück in diesem kleinen Programmierstudio. Wir hatten die Sache angefangen mit PyPico, Quatsch mit C64. Wir hatten da schon eine LED, wir haben als Eingabe den Temperaturfühler gehabt. Heute wollen wir das um eine weitere Eingabe erweitern, nämlich eine Infrarot-Fernbedienung. Einerseits soll die auf dem PyPico Aktionen auslösen, andererseits aber auch auf dem C64 mit der gleichen Fernbedienung. Geht's los mit der Hardware, die wir brauchen. Ist auch denkbar einfach. Wir haben hier einen Infrarotempfänger. In dem Fall ist das ein TSOP 4838 und der braucht nicht viel an Beschaltung. Also eigentlich braucht er gar keine Beschaltung. Er braucht Versorgungsspannung 3,3 Volt. Er braucht Masse und dann hat er noch einen Output-Pin. Dieser Output-Pin muss natürlich an den PyPico, weil der natürlich detektieren soll, wenn irgendwelche Infrarotsignale eingehen. Da habe ich mir GP16 ausgesucht beim PyPico, einfach nur, weil ich das hier einfach anstecken kann. Jeder andere Pin wäre dafür genauso geeignet. Bei dem TSOP 4838 bisschen aufpassen, es gibt da offenbar unterschiedliche Versionen. Also da immer auf die Beschaltung schauen. Von vorne gesehen ist da dieser kleine Hubbel. Da wird also das Infrarotsignal aufgefangen und dann werden die Pins abgezählt. Links ist also das Signal, der Signalausgang. Das ist also der Eingang am PyPico. Dann haben wir einmal in der Mitte Ground, also Masse, und rechts die Versorgungsspannung, in unserem Fall 3,3 Volt, kann sein 2,7 bis 5,5 Volt. Warum der 4838 heißt, das erklärt sich aus dieser Tabelle, weil er als Grundfrequenz nämlich die 38 kHz hat, deswegen hier hinten die 3,8. 4,8 ist einfach diese Baureihe. Und dann kommen wir auch schon zum Verkabeln. Beim Verkabeln ist im Prinzip nicht viel zu bedenken. Ich brauche natürlich hier mein GP16. Legt mir das hier auf diesen Slot, das habe ich ja immer schon vorbereitet, mit Plus Versorgungsspannung, Masse und eben hier der Signalausgang von dem Infrarotempfänger. Dann stecke ich mir hier einfach meinen Verbindungsstecker rein. Das hier ist immer nur so ein blanker Draht als Pfosten, damit mir das Ding auch irgendwo in der Luft hält. Und dann haben wir hier noch unseren eigentlichen Infrarotempfänger. Den stecke ich jetzt hier nur in meine 3 Pins rein. Natürlich braucht es jetzt auch wieder so eine Art Treiber, also einfach eine Software für diesen Infrarotempfänger, damit die Signale, die von der Infrarot-Fernbedienung kommen und von dem Empfänger aufgefangen werden, entsprechend in irgendwelche Daten umgewandelt werden, mit denen wir dann wiederum arbeiten können. Hierzu würde ich diese Bibliothek von Peter Hinch empfehlen. Die ist relativ gut und auch komplikationsfrei. Habe ich jetzt schon einige Projekte damit gemacht. Mit der bin ich also recht glücklich. Zu finden ist das Ganze auf GitHub, Peter Hinch, MicroPython IR. Was wir brauchen, ist dieses Paket hier. Und zwar diese ganzen Dateien. Wobei wir davon eigentlich nur 2 brauchen, nämlich die init.py und die nec.py. NEC ist dieser Quasi-Standard für diese kleinen Fernbedienungen, die man überall finden kann. Ich habe mir diese ganzen Dateien von GitHub jetzt hier in diesen Ordner IRRX, also Infrarot Receive Data, reingeschmissen. Und genau diese ganzen Daten, die brauchen wir dann auch später natürlich auf dem Raspberry Pico. Das heißt, wir stoppen erstmal, dann gehen wir in den Lib-Folder rein und in diesen Lib-Folder packen wir jetzt das gesamte Verzeichnis IRRX mit diesen ganzen Dateien da drin. Und dann geht's los, dass wir wie so oft dieses Paket erstmal importieren müssen. Und zwar from. Jetzt erstmal den Ordnernamen IRRX, dann durch Punkt getrennt brauchen wir jetzt den Dateinamen. Als Dateinamen haben wir hier NEC ohne PY und von dem NEC nehmen wir NEC-16. Sieht also wie folgt aus, also erstmal IRRX, dann NEC, so sähe das dann aus und wir nehmen hier das NEC16, warum nicht NEC8? Ich habe es einfach ausprobiert, bei mir hat das mit NEC16 mit dieser kleinen Fernbedienung am besten funktioniert. Was ja auch noch involviert ist, das ist die init.py, die wird automatisch eingebunden, sobald eben eine Datei aus diesem Ordner aufgerufen wird. Somit wird quasi der Ordner automatisch gescannt und sobald sich da so eine init-Datei befindet, wird die eben automatisch mit übernommen. Wir müssen in diesen beiden Dateien überhaupt nichts machen. Das ist eben das Tolle an Bibliotheken. Für uns sind das Blackboxen, wir arbeiten jetzt nur damit und bekommen eben Ergebnisse von diesen Blackboxen.
Dann geht es weiter in unsere GPIO-Sektion, wo wir die Nummern unserer GPIOs eben definieren. Wir brauchen ja wieder einen Pin, einen GP für den Infrarotempfänger. Den nenne ich jetzt mal IR Receiver Pin ist gleich. Jetzt legen wir erstmal den Pin fest. Das war GP16 und den nehmen wir als Pin dort in. Pin-In bedeutet, das ist ein GPIO, der als Eingang funktionieren soll, im Gegensatz zu Pin-Out, wie beispielsweise für die LED. Dann müssen wir uns ein Objekt erstellen. Objekt hatten wir im letzten Video. Objekt ist immer etwas, mit dem ich konkret arbeiten kann. Diese Bibliothek, die wir uns importiert haben, ist nur der Bauplan, wie ein Infrarotempfänger zu arbeiten hat. Und wir brauchen jetzt eben ein konkretes Objekt von diesem Bauplan. Das erstellen wir uns hier. Ich schreibe das auch mal hin. Objekt erstellen. Und zwar machen wir das wie folgt. Wir nehmen dieses NEC16, das wir ja hier oben auch schon hatten. Und dem übergeben wir jetzt unseren Receiver-Pin. IR Receiver-Pin, das kann ich auch direkt anklicken hier. Und dann definieren wir einen IR-Callback. Was ist ein Callback? Ein Callback ist nichts anderes als eine Funktion letztendlich, die aufgerufen wird, wenn eben eine Infrarotaktivität festgestellt wird. Diese Funktion muss im Programmcode vor dem Erstellen des Objektes bereits existieren. Also wir müssen sie oberhalb einfügen. Ich mache hier mal IR Remote Callback. Wir definieren sie ganz normal als Funktion. Nennen sie IR Callback, genauso wie unten eben benannt. Wir lassen uns übergeben IR Data und die Bibliothek erwartet jetzt noch 2 weitere Parameter, die brauchen wir aber nicht. Üblicherweise Address und Control, Doppelpunkt. Und dann lassen wir uns erstmal nur die reinen Rohdaten ausgeben, die eben der Empfänger empfängt. Print IR Data. Mehr passiert jetzt erstmal noch nicht in diesem Callback. Und wenn wir das jetzt starten, sollte das eigentlich auch schon funktionieren. Da. So. Was man hier jetzt sieht, ich mache mal eben den C64 aus, dann pusht er da nicht mit rein. Ohne Temperaturausgabe, ohne den C64. Jetzt gucken wir mal, was hier passiert. Hier werden Zahlen ausgegeben. Das sind genau die Codes, die eben von der Infrarot-Fernbedienung ausgesendet werden. Jede Taste hat einen anderen Code. -1 bedeutet immer, dass man länger drauf geblieben ist. Das ist quasi der Repeat-Code, also der Wiederholungscode. Wenn man jetzt beispielsweise Lautstärke plus minus, da kann man auf der Taste bleiben und es wird immer weiter erhöht, weiter erhöht. Und so kann man sich jetzt eben durch alle möglichen Tasten hier durchdrücken. Meistens drücke ich zu lang, deswegen immer dieses -1. Man muss also sehr kurz drücken, wenn man nicht einen Wiederholungscode auslösen möchte. Das wäre schon wieder so eine Sache, die könnte man im Programm natürlich abfangen, dass man einfach sagt, okay, wenn jetzt eine Taste nicht allzu lang gedrückt wurde, dann ist es vielleicht noch nicht sofort ein Wiederholungscode, sondern der Mensch drückt einfach nur langsam. Wäre also eine Sache, wie man das Programm schon wieder verbessern könnte. Wir brauchen das im Moment nicht, ich lasse das mal außen vor. Also, Tastendrücke werden erkannt, dann können wir die auch gleich mal mit Funktionalität belegen. Und da starten wir jetzt mit einer ganz normalen if-Abfrage, if IR Data gleich, dann nehmen wir 9. Das ist die Previous Taste. Und da soll passieren LED on. Diese LED, die wir hier haben, die soll da angehen. elif Data gleich 7. Ich habe mir das natürlich vorher notiert. Andersrum. Das hier ist die Next-Taste. Und das hier ist die Previous-Taste. Und bei der soll passieren LED.off. Mehr brauchen wir für den Moment nicht. Geht natürlich nicht, wenn ich da nur Data schreibe. IR Data. Jetzt. Bei Next Track, also hier diese Pfeile für Next, da geht die LED an. Bei Previous Track, da geht die LED wieder aus. Bis hierher klappt das also wunderbar. Das heißt, wir sind grundsätzlich erstmal wieder gerüstet. Wir können Befehle von der Infrarotfernbedienung empfangen und können sie auswerten. Am C64 in seinem Listing ist jetzt ein bisschen was zu tun. Das wollen wir jetzt machen. Beim C64 möchte ich die Ausgabe jetzt erstmal ein bisschen aufräumen. Wir haben ja immer wiederkehrend diese Ausgabe der Temperatur. Damit wir da nicht so durcheinander kommen, entschlacken wir das mal eben ein bisschen. Also, run stop list. Wir fangen an
dass wir nicht mehr unbedingt die Nachricht ausgeben, also die eigentliche, die Ursprungsnachricht mit den Rohdaten, die interessiert uns nicht mehr. Dann Roger empfangen, das möchte ich mir auch verkürzen. Roger Empfang. Zeile 105, da quetsche ich also zwischen Zeile 100 und Zeile 110 mir eine Zeile Code rein. Da leeren wir uns erstmal den Bildschirm. Das ist die ganz normale Tastenkombi Shift Clear Home. Dann gibt es so ein Herz, so ein inverses, und das ist eben Bildschirm löschen. Schauen wir uns mal eben an. Ja, das sieht doch gut aus. Dieses Scrollen, das gewöhnen wir jetzt auch ab. Und zwar erstmal möchte ich eben das Empfang wegnehmen. Das Empfang brauchen wir nicht mehr. Das war ja nur zur Kontrolle im letzten Video, damit wir gesehen haben, wann eben tatsächlich empfangen wird, um dann anhand der MSG-Tags, also Message-Tags, zu erkennen, wo ist mein Nutzinhalt. Das nehmen wir also weg. Return, um es zu übernehmen. Und dann fügen wir uns nach der Zeile 220 etwas ein. Und zwar die Zeile 225. Jetzt wird gepokt. Poke 214,12 Doppelpunkt. Poke 211,16 Doppelpunkt. Sys 58732. Was bedeutet dieses Gepoke und das Sys? Hier auf dieser Seite findet man verschiedene Pokes für den C64. Poke bedeutet, man legt Werte in Speicherzellen, grob gesagt. Hier sind einige Pokes zusammengestellt. Change Border Color, genau das nehmen wir auch nachher noch. 53280, C. C steht dann für eine Farbe, die eben dann als Rahmen beim C64 angezeigt wird. Und hier unten haben wir Pokes, die ich gerade eingetippt habe, nämlich 214,x. 214 ist die Zeilennummer und dann Poke 211,y. 211 wäre die Spaltennummer. Also 214, Zeile, Poke 211, Spalte. Mit Sys 78732 wird das übernommen und erst dann wird der Inhalt dort ausgegeben. Wir könnten es eigentlich auch gleich mal probieren. Ja, perfekt. Schon ist der Inhalt zentral in der Bildschirmmitte, es scrollt nichts mehr. Das heißt, wir können jetzt hier schön weitermachen. Aus dem letzten Video LED mit 1 aktivieren, mit 0 geht sie aus, das funktioniert also auch immer noch. So. Jetzt wollen wir aber weitergehen. Wir wollen Infrarotbefehle vom Pico zum C64 weiterleiten. Dazu bauen wir hier jetzt ein bisschen was um. Nach der Zeile 220 bzw. in der Zeile 220 wurde ja geprüft, habe ich schon einen kompletten String, eine komplette Übertragung bekommen durch eben Spitze Klammer auf, / MSG, Spitze Klammer zu. Sobald der C64 das erkannt hat, hat er gesagt, okay, ich habe hier eine komplette Übertragung bekommen. Dann haben wir im Weiteren den Inhalt dieser Übertragung ausgedruckt, gekürzt um das hintere / MSG und eben mit einem Pseudo Grad Celsius angehängt auf dem Bildschirm ausgegeben. Nachdem wir jetzt keine Scrollzeilen mehr haben, kann ich dieses hintere Print auch schon mal wegnehmen. Und wir können jetzt auch nicht mehr direkt das, was gesendet wird, ausgeben, sondern wir wollen ja entscheiden im C64, was damit passieren soll mit dem, was gesendet wird. Das heißt, wir bauen uns jetzt so eine eigene Code-Tabelle mehr oder weniger auf. Tabelle ist übertrieben gesagt, aber einfach Codes, anhand derer der C64 entscheiden kann, was er tun möchte. Dazu nehmen wir nach 225, gehe ich direkt rein, 226. Dann nehmen wir uns eine neue String-Variable, CodeString. CodeString soll sein der linke String von MSG-String. Und zwar 2 Zeichen. Warum 2 Zeichen? Willkürlich festgelegt. Ich plane jetzt, dass ich die Bildschirmfarben vom C64, die Rahmenfarben ändern möchte. Einleiten mit einem C und danach einen Zahlencode eben für die Bildschirmfarbe. Genauso für die Temperatur. Die kommt dann nicht mehr roh als reine Temperatur daher, sondern mit einem vorangestellten T für Temperatur. Anhand dieses Code-String entscheiden wir also jetzt in den nächsten Zeilen, was der C64 machen soll. Und zwar ändern wir uns jetzt hier die Zeile 230. Wenn, also if, der left string von CodeString, und zwar das erste Zeichen, also wenn der linke Teil der Zeichenkette CodeString, und zwar nur das erste Zeichen, ein T ist,
dann soll die Temperatur am Bildschirm ausgegeben werden. Das besagt dieses Left String von Code String ein Zeichen. Aha, da fehlt sowas wie ein Ist-Gleichzeichen. Das ist Error in 230. If Left String von Code String 1 gleich T, aha, then, hoppala, then print Left String. Jetzt müssen wir also wieder zurück zum Tony und da diese T-Sendegeschichte einbauen. Hierzu bauen wir das jetzt ein bisschen universaler um, denn wir wollen in Zukunft nicht nur die Temperatur rübersenden, sondern auch die empfangenen IR-Codes. Dazu mache ich mir jetzt hier eine neue Funktion, die sich dann nennt def temp senden. In dieser Temp-Senden-Funktion passiert genau das, was hier auch los ist. Das heißt, ich kopiere es einfach nur hoch und übernehme jetzt die bereits vorhandene Funktion UART senden für den neuen Inhalt, den wir jetzt senden. UART senden. Ich sende das vorangestellte T und dann die formatierte Temperatur, so wie wir das ja bisher auch schon hatten. In UART senden, den Counter, den kann ich rausnehmen, das ist ja auch noch so ein Überbleibsel nur noch. Haben wir den sonst noch? Nee, ansonsten haben wir den überall rausgenommen. Gut, also war nur noch so eine Leiche, Counter brauchen wir nicht mehr. Und hier senden wir nicht mehr den String von temp, sondern wir senden jetzt, wir nehmen hier MSG und tippen hier MSG ein. Was passiert jetzt? Wenn der Thermistor über den Timer aufgerufen wird, hier muss natürlich dann auch Temp senden rein und nicht mehr direkt UART senden. Alle 2 Sekunden wird Temp senden aufgerufen. Thermistor wird ausgelesen, dann wird die Temperatur formatiert, eben mit Komma statt Punkt. Und dann wird das Ganze an UART senden übergeben mit einem vorangestellten T. UART senden übernimmt das, was man ihm übergibt, eben T und die Temperatur, und schreibt das wie zuvor auch auf den UART-Bus, sodass der C64 das empfangen kann. Das ist also auch wieder genau das gleiche, beziehungsweise immer noch genau das gleiche wie vorher. Was wir auch wieder brauchen, ist so ein Dummy als Parameter oder als Aufrufparameter in der Funktion temp senden. Ist bei so einem Aufruf über den Callback einfach notwendig. Wir verwenden den jetzt nicht, da steht auch nichts drin, aber er ist eben nötig, damit das Ganze funktioniert. Der muss nicht Dummy heißen, der kann auch sonst wie heißen. Dann wollen wir den Tony mal starten, beziehungsweise den Palpico. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt haben wir natürlich das T hier mit drin stehen beim Empfang. Das werden wir jetzt gleich wieder rauslöschen. Dann gehen wir wieder rein. Und zwar List. Und werden uns die entsprechende Zeile, nämlich die Zeile 230, entsprechend umbauen. Und zwar geben wir jetzt nicht mehr den kompletten Left String aus, sondern wir nehmen jetzt den Mid-String. Mid-String ist dann so die Fortführung von natürlich Left String und Right String. Jetzt nimmt man sich eben aus der Mitte einer Zeichenkette was raus. Und zwar von MSG-String natürlich. Und zwar ab Zeile, nicht ab Zeile, ab Zeichen 2. Und dann len MSG -6, das passt eigentlich, plus Grad Celsius. Das sollte passen, schauen wir mal. Ah, nee, hat sich um 1 verschoben. Heißt, so, also hier auf 7 ändern. Run. Okay, das läuft. Der Pico nimmt weiterhin die Empfangsbestätigung auf. Das passt also auch. Dann haben wir hier unsere Codes, die jetzt erstmal nur vom Pico aufgefangen werden. Wir geben die noch nicht weiter an den C64, das kommt eben als nächstes. Und dann machen wir hier weiter. Und zwar, wir nehmen jetzt einfach nur mal exemplarisch, da schreibe ich jetzt Ausführung auf C64, Doppelpunkt. Wir nehmen jetzt die Tasten 1 bis 3, also 1, 2, 3, damit das hier nicht zu lange wird. Tasten 1,2,3, 1,2 und 3 an C64. Mit vorangestelltem C für Color Code übergeben.
übergeben. Und das funktioniert jetzt genauso wie eben bei der LED auch schon mit den Tasten Previous und Next. Die Tastencodes der jeweiligen Tasten, die habe ich natürlich vorher ausgelesen. Das heißt, wir fangen an oder machen weiter mit else if. Also wenn es nicht 9 und nicht 7 ist, dann ist es vielleicht die 12. elif, langsam, IR-Data gleich 12 Doppelpunkt. Das wäre dann die Taste 1. Und da senden wir über UART C1. Wir haben ja gerade bei der Temperatur ein großes T als quasi Code für den C64 übergeben, damit er weiß, aha, T, Temperaturanzeigen. Jetzt übergeben wir ihm ein C als erstes Zeichen, dann weiß er, oh, jetzt geht es um Farbe, Rahmenfarbe werden wir ihm gleich implementieren. Und anhand der Zahl, der Ziffer, die dahinter steht, da weiß er dann oder da geben wir ihm dann an, welche Farbe er nehmen soll. Also, UART senden C1 und das war schon der ganze Aufriss. Das gleiche passiert jetzt noch zweimal für zwei Tasten. IR-Data gleich 24. Das ist dann die Taste 2. Da senden wir C2. Nicht SATA. SATA ist was anderes, sondern Data. Und elif, ER-Data, Data gleich 94. Das ist dann die Taste 3, auch der Infrarotfernbedienung. UART senden C3. Das war schon der ganze Aufriss wieder hier im Tony. Wir empfangen Taste 12, Taste 24, Taste 94 bzw. Taste 1, 2, 3, die entsprechenden Codes 12, 24, 94 an den Pi Pico übermitteln. Was wir auch schon sehen können, der C64 hat das empfangen, hat auch diesen Empfang gleich wieder quittiert. Er hat C1 empfangen, C2 und C3. Das heißt, wir können wieder in den C64-Code springen und C1, C2 und C3 auswerten. Dazu brauchen wir natürlich wieder das Listing und das muss passieren im Bereich Zeile 240, 250. Das heißt, wir machen jetzt erstmal mit Zeile 250 weiter. 250 if code string gleich C1 then. Dann gucken wir, das was ich vorhin schon gesagt hatte, die 53280 Change Border Color, also den Bildschirmrahmen 53280. Und die Farben würde man beispielsweise aus dem ganz alten C64 Handbuch bekommen. Hier haben wir das auch nochmal, Rahmenfarbe 53280, X und X wäre dieser Zahlenwert, der dann eben eine entsprechende Farbe ergibt. Wir nehmen jetzt mal was Kontrastreiches, damit man auf dem Bildschirm auch was sieht. 0 für schwarz. Die nächsten Zeilen kann ich jetzt einfach kopieren, in Anführungsstrichen, indem ich die Zeilennummer überschreibe und entsprechend die Werte einfach nur ändere, die ich jetzt haben möchte. Dann nehmen wir Rot, also 2, und dann haben wir noch ein C3. Und dann nehmen wir wieder die Standard-Rahmenfarbe, das Hellblau. Das wäre dann die 14. Was uns jetzt noch fehlt, ist das Return. Wir befinden uns in der Unterroutine und das Return habe ich ja gerade überschrieben in Zeile 250. Das heißt, es muss jetzt auch wieder mal hin, das Return. Hier kommt das hin. Und dann schauen wir mal, was passiert. Temperatur wird angezeigt, das ist schon mal gut. Und dann Taste 1, schwarzer Rahmen. Taste 2, roter Rahmen. Taste 3, hellblauer Rahmen. Wieder eine gute Etappe geschafft. Jetzt haben wir die Kommunikation eben über Infrarot, sowohl zum Pi Pico als auch durchgereicht zum C64. Und jeder kann da seine eigenen Entscheidungen und Aktionen daraufhin starten. Und wir haben hier im seriellen Monitor verschiedene Ausgaben, die uns über das aktuelle Geschehen informieren, sodass man beim Programmieren auch so ein bisschen den Überblick behält. In Vorbereitung aufs nächste Video werde ich jetzt ein bisschen was rausnehmen. Und zwar dieses Print ER-Data, das nehme ich aber mal raus, denn das sehen wir an der Leuchtdiode, ob jetzt der ER-Empfang funktioniert oder nicht. Da muss ich mir nicht jede Taste einzeln ausgeben lassen. Das kann also weg, dann starten wir mal wieder neu. Und, oh Wunder, funktioniert immer noch. Okay, passt. Dann speichere ich mir das noch ab und
UART Lektion 3,8. Hat geklappt. Genauso geklappt hat jetzt die Bedienung von Pi Pico und C64 per Infrarotfernbedienung. Da also Haken dran, ist erledigt. Dann fehlt eigentlich nur noch das Bluetooth-Modul, damit wir die beiden Geräte auch über Bluetooth ansteuern können. Das wird von der Programmierung gar nicht mal so spannend. Das Bluetooth-Modul benutzt nämlich auch die UART-Schnittstelle. Das heißt, wir müssen uns nur am Pi Pico den UART1-Bus, also den zweiten UART-Bus freigeben, freischalten, wie auch immer. UART 0, da bleibt ja der C64 weiterhin. Und UART 1, da kommt dann das Bluetooth-Modul dran. Damit wir als Menschen dann auch noch so ein bisschen mitspielen dürfen, brauchen wir eine App, um mit dem Bluetooth-Modul kommunizieren zu können. Wir wollen ja Befehle geben, wir wollen auch Rückmeldungen haben. Dazu entwickeln wir in der nächsten Episode also eine App. Ich freue mich da schon ziemlich drauf. In diesem Sinne wünsche ich erstmal eine gute Zeit und bis dahin. Dann nehmen wir uns eine neue String-Variable, nicht Kade, sondern Code. Also nur wenn der linke Teil unseres neu geschaffenen Code-String-Teils, und zwar das erste Zeichen, das linke